Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Sohalt. Wie der Titel schon sagt, geht es jetzt heute um das perfekte Schminklicht, um das perfekte Beautylicht. Existiert das überhaupt? Das ist jetzt erstmal die Frage und die Antwort, die ich für euch habe, ist ja, es existiert. Ich möchte es euch auch gleich vorstellen. Erstmal kurz zur Vorgeschichte, was mich dazu bewegt hat, überhaupt nach einem perfekten Beauty-Licht zu recherchieren. Also hier, wo ich jetzt sitze, vor dem Fenster, hatte ich meinen Schminktisch. Auf jeden Fall sehr gut, wenn die Sonne scheint, denn dann hat man gutes Tageslicht, das Fenster ist groß, das Gesicht ist gut ausgeleuchtet, aber im Winter, in der Früh, wenn es noch dunkel ist oder am Wochenende, mal abends, wenn man sich fertig machen will, ist nicht genug Licht da. Ich habe diverse Lösungen ausprobiert. Ich habe zum Beispiel so einen Schminkspiegel, der auch Licht integriert hat, mir besorgt. Problem dabei ist einfach, das Licht ist nicht Tageslicht echt. Das heißt, es ist ein bisschen blaustichig, jetzt hier bei dem Spiegel. Es gibt auch andere Lichter, die dann ein bisschen so gelbstichig sind, die dann so ein bisschen Kerzenlichtfarbe haben. Und das verfälscht einfach das Schminkergebnis enorm. Du kannst die beste Schminke haben, du kannst die tollsten Farben haben, wenn du aber dein Gesicht nicht siehst, wie es tatsächlich in echt eigentlich aussieht, dann kannst du dich auch nicht perfekt schminken. Und deshalb ist das perfekte Schminklicht so enorm wichtig. Aber was ist jetzt perfekt? Wichtig dabei ist, dass es hell ist. Aber Helligkeit alleine ist hier noch keine Eigenschaft von Licht. Ja, irgendwelche Lampen, die man im Wohnzimmer oder so stehen hat, schöne Lampen, können auch hell sein. Aber die verfälschen einfach total die Farben. Aber welches Licht verfälscht jetzt nicht die Farben? Das ist die Frage. Und die Antwort ist Tageslicht. Denn Tageslicht hat das ganze Spektrum von Farben, also alles in sich. Es ist perfektes weißes Licht, es ist nicht blaustichig und nicht gelbstichig und verfälscht dann auch nicht die Farben in deinem Gesicht. Dann passiert es dir auch nicht mehr, dass du dir Rouge aufträgst und denkst dir, oh ja, sieht doch jetzt ganz gut aus, so wie ich es hier mache. Dann gehst du raus und denkst dir, oh, um Gottes Willen, was ist mit mir passiert? Warum ist der Rouge auf einmal zu dunkel? Das heißt, man muss beim Schminklicht wirklich auf Tageslicht setzen. Und ich habe jetzt hier von My Beauty Light ein Schminklicht, das so genial ist, dass ich es euch jetzt einfach vorstellen möchte. Das ist so ein kleiner Lichtstab, der tatsächlich so enorm helles und tageslichtechtes Licht produziert, dass man sich damit perfekt schminken kann. Ich war im ersten Moment ein bisschen skeptisch, weil ich mir dachte, ja, das ist so ein Stab und wenn ich den jetzt hier frontal über mir, also vor mir befestige oder so seitlich befestige, dann strahlt es ja wieder nur von einer Seite mein Gesicht aus und die andere Seite hat wieder Schlagschatten und ist dunkel und ich muss mich wieder ständig hin und her drehen, was einfach nervt und ungünstig zum Schminken ist. Aber das ist hier nicht der Fall, denn das ist hier so ein bisschen abgerundet, das heißt, es strahlt in mehrere Richtungen gleichmäßig aus und wenn ich es so über mir befestige, also jetzt hier zum Beispiel, frontal von oben, dann strahlt es mir direkt mein ganzes Gesicht aus. Also es leuchtet alles aus, ich habe keinen Nasenschlagschatten, ich habe keinen Schlagschatten unter den Augenringen und es ist 100% Tageslicht und es ist so ein Unterschied vom Schminkergebnis her und auch vom Schminkgefühl her. Ich habe nicht mehr das Problem, ich muss mich schminken, wenn es hell ist oder ja, muss dann ins Bad gehen wieder, wo ich aber wieder nur von einer Seite Tageslicht angestrahlt bekomme, weil das Fenster hier ist und mich wieder so hin und her drehen. Das nervt und mit dem habe ich das Problem jetzt nicht mehr. Und das ist wirklich nur so eine kleine Lichtleiste. Hier hinten ist ein Schalter dran, das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, weil ich es eingesteckt habe. Das ist ein normaler Stecker. Ich mache es mal an. Da seht ihr jetzt schon, wie es strahlt. Ich kann das jetzt mal so frontal auf mein Gesicht geben. Und ihr seht vielleicht den Unterschied. Es ist jetzt zwar hier auch schon sehr hell, weil ich jetzt wie gesagt direkt bei Tageslicht vorm Fenster sitze, aber trotzdem sieht man dann schon ein bisschen was. Ja, jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie befestigt man das denn jetzt überhaupt? Hier sind Saugnäpfe dabei, die man hier einfach so dran klicken kann an diesen Lichtstab und dann kann ich das an jeder glatten Oberfläche befestigen. Ich bin quasi auch nicht gebunden, dass ich jetzt wirklich einen speziellen Schminkspiegel habe oder so, sondern ich kann das jetzt auch hier an diesen Spiegel befestigen
der ja schon ein toller Spiegel ist, weil er auch eine gute Vergrößerungsfunktion hat. Und dann kann ich das Licht hier befestigen und kann mich damit dann auch super genial schminken und an jedem Ort. So. Ich habe mir jetzt mal einen eigenen Schminkspiegel gebaut. Und das finde ich so genial an dem Licht. Ich habe auf meinen Schminkplatz jetzt in den Gang verlegt, wo der perfekte Platz für den Schminkplatz eigentlich ist. Im Bad soll man keine Schminke lagern. Da sind zu viele Keime und es wird feucht und ist ein Brutort für Keime quasi, was Pickel erzeugt. Das heißt, ich habe meinen Schminkplatz jetzt hinter mir im Flur. Und da ist es sehr, sehr dunkel. Aber mit dem Schminklicht habe ich jetzt da überhaupt kein Problem mehr. Und ich kann mich da jetzt schminken. Ich muss nicht das Ganze im Schlafzimmer machen. Ich muss es nicht im Bad machen. Das heißt, es ist jetzt perfekt für mich, nur durch dieses kleine Schminklicht. Das ist unglaublich, was das Licht zaubert und was es für eine Erleichterung ist. Mich würde jetzt mal interessieren, was habt ihr denn für Schminkplätze? Also, wo habt ihr euren Schminktisch? Oder habt ihr eure Schminke einfach nur in einer kleinen Schublade im Bad? Oder habt ihr einen eigenen Schminktisch? Und was für Licht habt ihr da? Habt ihr auch so Lichtprobleme? Also ich habe wirklich sehr lange rumgetan. Also seit ich eigentlich mit YouTube angefangen habe, war ich auf der Suche nach meinem perfekten Schminkplatz. Den habe ich jetzt für mich gefunden. Er ist vielleicht nicht der schönste so an sich. Ich könnte das Ganze vielleicht noch ein bisschen dekorieren und ein bisschen schöner gestalten. Aber er ist für den Zweck perfekt. Ich kann das Licht auf jede Höhe hängen an dem Spiegel. Ich kann quasi sitzen oder stehen vor dem Spiegel und mich da schminken und fertig machen. Und das ist einfach genial. Da in dem Lieferumfang von Beauty Light ist auch noch ein Ständer dabei, den ich euch kurz zeigen will. Den habe ich jetzt nicht in Gebrauch, weil ich es bei mir eben am Spiegel befestige. Aber wenn man unterwegs ist und es mitnehmen möchte, dann kann man das hier auf den Ständer stellen und es steht dann auch super von alleine. Ohne großartig was zu machen, steckt man das hier rein und es steht. Ganz hübsch, ich glaube Plexiglas ist das. Und dann ist auch noch für die Reise so ein kleines Täschchen dabei, wo man das Ganze dann eben schön transportieren kann und mitnehmen kann. Weil das super genial ist ja daran, dass man dann sein perfektes Schminklicht auch im Urlaub dabei hat. Im Urlaub, also man hat tolle Sachen, man hat daheim vielleicht sich alles schön hergerichtet, aber im Urlaub steht man dann wieder da und im Badezimmer ist nicht genug Licht. Ja, und deshalb kann man das dann einfach einpacken und mitnehmen. Ich bin damit wirklich super, super happy. Ich habe das jetzt schon seit, glaube ich, 2 Monaten oder so im Gebrauch und im Test. Und es gab noch keine Situation, wo ich mich darüber geärgert habe. Ach, eine Dimmfunktion hat es übrigens auch noch. Was auch super praktisch ist, weil es doch manchmal dann vielleicht, gerade wenn es dunkel ist, dann ist es zu hell. Wenn man länger drauf bleibt auf diesem Knopf, dann dimmt es sich. So, ich weiß nicht, ob man das jetzt gut sehen kann. Ich zeige es euch vielleicht nochmal draußen. Also man kann auch die Helligkeit hier variieren, wobei es trotzdem 100% weißes Tageslicht bleibt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schenkt mir einen Daumen nach oben, wenn es hilfreich war, wenn ihr es gut fandet. Schreibt mir mal in die Kommentare eben, wie gesagt, was ihr für einen Schminkplatz habt, was ihr für ein Schminklicht verwendet. Und ich freue mich, dass ihr bis dahin dran geblieben seid. Ich freue mich sehr, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Noch kein Abonnent meines Kanals, dann erledige das gleich hier und du verpasst kein Video mehr von mir. Das Abonnement ist kostenlos. Hier findest du noch andere schöne Beauty-Videos, die dich vielleicht interessieren könnten. Und ich freue mich sehr, wenn du